Servus Leute und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Geschichte, wo mich eure Meinung theoretisch auch interessiert. Wir sind auf EU17 und ich habe jetzt Folgendes vor. Wir sind im Prinzip hier mit 75 Rest-Alu. Ich habe keine Pilze ausgegeben. Also, ne, ich habe 25 Alu gespielt. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich nämlich 3 Pets benötigt habe für diesen Tag. Und tatsächlich habe ich diese 3 Pets mit 25 Alu gefunden. Das ist richtig geil. Normalerweise dauert das auch ein bisschen länger, ja. Also da kam ich wirklich richtig, richtig gut weg. Und ja, warum sage ich das? Weil einerseits die Pets wichtig waren jetzt für die kommenden, ja, Pet-Events und andererseits habe ich so überlegt, wenn ich jetzt Expedition gespielt hätte, wie viel Abenteuerlust hätte ich dort ausgeben müssen? Ihr seht, ich habe die Pets ja bekommen, konnte sie dadurch auch schon füttern. Und bei Expeditionen ist es halt eine ganz andere Geschichte. Und nun ist ja die Krux, dass die Expeditionen meistens auf jeden Fall empfehlenswert sind. Zum Beispiel um Alu-Keys schnell zu bekommen, um natürlich immer wieder auch Ressourcen, die man bekommen kann, außerhalb von Events zu erhalten. Und dementsprechend werden die Expeditionen sehr viel angeboten. Wenn ich jetzt aber Expeditionen auswählen muss, dann benötige ich ja pro Quest mindestens, also bei dem Level 20 Alu. Wenn man ein bisschen niedriger ist im Level, sind es vielleicht 12,5 Alu, aber bei den meisten sind es 20 oder sogar 25 Alu, um dann die entsprechenden Pets zu bekommen. Und das würde bedeuten, ich hätte viel mehr Abenteuerlust ausgeben müssen bei Expeditionen, und ob ich die Pets dann überhaupt bekommen hätte, das steht auf dem anderen Blatt, denn für jede Expedition hat man zwei Länderauswahlmöglichkeiten, 2 Gebiete. Das heißt für 20 oder 25 Alu 2 Gebiete und für die längere Expedition auch nur 2 Gebiete. Also 4 Gebiete maximal, zwischen denen man entscheiden kann. Und bei der normalen Abenteuerlust hat man natürlich 3 Gebiete auf 2,5 Alu. Rechnet man das mal hoch, mal 10, sind wir bei 25 Alu bei 20 Gebieten. Also mehr als das Fünffache. Die Chance, die richtigen Pets zu finden bei Abenteuern durch Quests, ist dadurch extrem viel höher. Und wenn man eben dann 3 Pets benötigt oder an einem Tag mal tagsüber ein Pet und nachts dann 2 Pets oder so benötigt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es manchmal echt schwierig war, diese Pets zu bekommen. Ich habe mal 2 Pets benötigt an dem Tag und habe die gerade so mit komplett 300 Alu Expeditionen bekommen. Was bedeutet das für mich? Ich würde mir wünschen, dass wir über ein Mini-Update die Chance bekommen, einmal am Tag doch zwischen Abenteuerlust und Expedition zu switchen. Denn man kann ja sagen, ich spiele Expedition und brauche dann aber aus gewissen Gründen doch eine normale Abenteuerquest, weil ich zum Beispiel jetzt durch Zufall im Petfight noch ein Pet besiegt habe, was ich finden kann. Und ich brauche es definitiv und ich habe vielleicht nur noch 50 Reste. Dann könnte man einmal switchen und hat die Chance, diese Pet-Chance zu erhöhen. Andernfalls natürlich, wie ich jetzt, habe gesagt, gut, ich spiele Abenteuer, weil ich definitiv die Pets brauche. Habe 25 Alu ausgegeben und würde natürlich gerne auf Expedition wechseln, damit ich dann die weiteren Quests noch mit Zusätzen bekommen kann. Mit Kristallen, mit Seelen, mit Früchten, ja. Weiß der Geier. Und das, liebe Freunde, fände ich ziemlich nice. Ich fände, das wäre ein Quality of Life Update. Wir hatten ja zu Beginn die Chance, immer zu switchen. Das wurde dann revidiert. Ich denke, es wäre ausreichend, wenn man einmal am Tag switchen kann. Also das, mit dem man gestartet hat, kann man einmal switchen. Und das sowohl für Free-to-Play-Spieler als auch für Pay-to-Win-Spieler, ohne dass man irgendwie einen Pilz ausgeben muss. Ich finde, das wäre genau ein richtiges kleines Quality of Life Update, was für mich persönlich auf jeden Fall auch sehr wertvoll wäre, für alle Serverstarts sehr wertvoll wäre und wahrscheinlich dann über einen längerfristigen Verlauf auch gar nicht mehr so relevant ist. Also hier geht es, glaube ich, eher ums Early Game, wo das mega relevant werden kann. Oder natürlich auch vielleicht mal im späteren Verlauf mit sehr hohen Levels auch 6 Gold. Das möglicherweise auch. Da müsste man sich vielleicht nochmal Gedanken drüber machen, aber ich fände es eigentlich ziemlich geil. Ich werde euch auch nochmal ein praktisches Beispiel zeigen. Ja, und weil es so schön ist, wollen wir gleich mal das praktische Beispiel
durchführen, nachdem ich mir erstmal voller Ausdauer einen roten Trank organisiere, den ich natürlich jetzt nicht bekomme. Das Schöne ist, dass das mittlerweile zählt, wenn wir es auf den Begleiter ziehen. Ja, das ist schön. Ich hätte bloß schnell mal gerne hier so ein Ausdauertränkchen. Da ist er. Schön. Denn im Prinzip, wenn ich jetzt hier Dragopyr holen möchte mit Gulps und einem Gladiator-Trainer von 12, ist es tendenziell machbar. Die Chance ist 0,25% circa. Wenn ich dieses Pad hier finde, dann wird die Chance erhöht auf 0,34% ungefähr. Also durch den Pack-Bonus sozusagen ist es ein bisschen einfacher, dann Dragopyr zu bekommen. Es ist jetzt nicht der Rede wert und es ist auch das einzige Pad. Also gerade in diesen Bereichen kommt es dann nicht mehr häufig dazu, dass man viele Pads auf einmal braucht. Aber zum Beispiel donnerstags tagsüber ist so ein Ding, da sind einige Pads, die man da holen kann. Also oder nachts. Also da kann es schon mal wichtig sein, dass man eben zwischen Abenteuerlust und Expedition wechselt. Jetzt habe ich hier den Fall, ich brauche ein Pad. Das gibt es in Sprawling Jungle. Und ich habe jetzt erstmal in der Starter-Expedition kein Sprawling Jungle. Jetzt kann ich natürlich eins machen. Ich kann hier reingehen, wechseln und schauen, habe ich denn Sprawling Jungle. Habe ich nicht dabei. So, jetzt machen wir den praktischen Test einfach nochmal. Der ist jetzt nicht 100% aussagekräftig. Ich gehe natürlich auf die kürzeste Instanz hier und nehme mir dann entsprechend dieses Ding mit und hoffe natürlich auf ein paar gute Updates. Ich würde fast schon natürlich jetzt hier auf Kristalle gehen, weil man kriegt halt Seelen und Steine extrem auch nebenbei. Ja. Kristalle kann man halt natürlich nutzen für Upgrades, ohne dass man Pilze benötigt. Mega viele Seelen jetzt zum Beispiel brauche ich nicht sammeln. Ich habe das Heart of Darkness auf Level 13 im Upgrade. Ich könnte es natürlich skippen, das kostet 1500 Pilze. Ja, das mache ich natürlich nicht. Also dementsprechend werde ich noch so viele Seelen anhäufen, dass das nicht notwendig ist, dass ich jetzt hier in die Seelen reingehe. Deshalb gehe ich eigentlich auf Kristalle. Also ich würde echt wirklich auch empfehlen, dann sowieso viel auf Kristalle zu gehen. Das ist aber ein anderes Thema. Jetzt haben wir hier noch den Spaß mit der Freude. Können wir vielleicht noch hier, kommen wir eh nicht durch. Ne, leider nicht. Und was haben wir drin? Ja, leider keine Früchte, aber halt extrem viele Seelen. Also dementsprechend macht das schon Sinn. Und jetzt, okay, haben wir den Vorteil, Sprawling Jungle ist dabei. Wie gesagt, es gab auch Fälle, da hat es nicht so schnell geklappt. Und immerhin muss ich trotzdem jetzt 75 Alu. Also ich habe insgesamt 100 Alu ausgegeben, um das Ei zu finden. Und ich hätte ja natürlich mit einer 2,5-minütigen Quest bis zu 8 Abenteuer durchgehen können, um dieses eine Pad zu finden. Also dementsprechend ist die Expedition auf jeden Fall ineffektiver. Aber jetzt wollen wir es uns natürlich auch nochmal gönnen, ja. Wollen wir mal sehen, wie geil diese Expedition hier abläuft. Ja, dann nehme ich erstmal den mit. Das sieht ganz gut aus. Haben wir schon mal 35 Punkte an der Hälfte. Da muss man natürlich das Pad dann auch einsammeln, ansonsten ist ganz fatal. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Jetzt kriegen wir hier noch Früchte, pass auf. Nein, kriegen wir nicht, WTF. Aber nein, die kriegen wir natürlich jetzt zum Ende. Pass auf. Yes. Und das ist halt auch ganz geil. Ne? Also mal unabhängig von den Seelen durch das Event, die Früchte hauen natürlich auch rein. Das sind jetzt bei 75 Alu einfach mal 20 Früchte. Also 20 Früchte bei 75 Alu über Abenteuerlust zu bekommen, ist fast nicht möglich. Und dann kriegst du ja auch nicht das alles gleich verteilt. Und die brauchst du ja auch. Ja, jetzt habe ich natürlich das Ding und kann jetzt auf Dragopyr gehen. Und dementsprechend habe ich euch das mal gezeigt. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Ich fände es ganz einfach nice, wenn man entsprechenderweise einfach einmal, obwohl man schon Abenteuerlust gespielt hat, wechseln könnte. Dann könnten Pay-to-Win-Spieler wie auch Free-to-Play-Spieler davon profitieren, dass diese Funktion dementsprechend auch nur in den Einstellungen nochmal auszuwählen, ohne irgendwie einen Tribut zu zahlen. Das fände ich geil. Und ich fände es auch geil, wenn Dragopyr jetzt fällt 0,34%. Ja,
Ein paar Versuche gebe ich da noch rein, aber mal gucken, wie wichtig mir das dann tatsächlich im Endeffekt auch ist.